Fluffiger Butterkuchen wie eine Wolke. Herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach diesen leckeren Butterkuchen machen könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes starte ich mit 200 Milliliter Milch und 100 Gramm weiche Butter. Wenn die Butter weich ist, ist es okay. Ich mache das jetzt aber auch so, dass ich die Milch mit der Butter erwärme. Also ich mache jetzt hier die Milch rein, erwärme die Milch direkt hier mit der Butter zusammen. Die Butter muss auch gar nicht komplett schmelzen, reicht, wenn sie weich ist. So, die Butter, die ist jetzt ein bisschen geschmolzen in der Milch. Ich wollte ja, dass die Milch fingerwarm ist, nicht zu heiß. Und dann können wir direkt loslegen. Hier habe ich jetzt 500 Gramm Mehl, ein Würfel Hefe hineinbröseln, 80 Gramm Zucker und 2 Eier. Eins und Nummer 2. Und dann können wir direkt loskneten. Für etwas mehr Geschmack gebe ich aber noch ein bisschen, also den Saft einer halben Zitrone hinzu. Wer mag, kann natürlich auch gerne 1 bis 2 Esslöffel Vanilleextrakt hinzugeben statt Zitrone. Und das kneten wir jetzt erstmal auf niedriger Stufe und dann auf mittelhoher Stufe, so ungefähr 8 bis 10 Minuten. Während des Rührvorgangs gebe ich dann die warme Milch mit der Butter hinzu. Mach mal ganz kurz aus. Also nach ungefähr 3-4 Minuten gebe ich dann noch eine Prise Salz dazu. Und dann knete ich das dann, wie gesagt, insgesamt 8 bis 10 Minuten. So, nach ungefähr 10 Minuten ist mein Teig auch schon fertig. Hier seht ihr, wie schön glatt der ist. Der ist noch sehr feucht, das ist auch richtig so. Ich habe ihn jetzt so lange gerührt, bis er sich vom Rührschüsselboden während des Rührvorgangs gelöst hat. Und den löse ich jetzt vom Knüllhaken mit ganz wenig Mehl und forme mir jetzt eine Kugel. Wie gesagt, der ist noch ganz klebrig, das ist aber auch richtig so. So, und wie gesagt, mit ganz wenig Mehl so eine Kugel formen. Und dann klebt er auch nicht mehr so. Schaut doch mal, der ist richtig schön glatt und weich. Ich gebe jetzt noch nach unten etwas Mehl und decke das Ganze dann mit Frischhaltefolie ab und lasse ihn 1 Stunde lang ruhen. So, nach 1 Stunde ist mein Teig sehr gut aufgegangen. Ach, ist das ein schöner Teig. Wirklich super weich und glatt. Den nehme ich jetzt raus. Schaut mal. So muss ein Teig sein. So, den nehme ich jetzt raus. Ihr könnt das gerne auch erst auf der Arbeitsfläche machen und dann auf dem Backblech geben. Aber ich gebe es jetzt direkt aufs Backblech. Ihr könnt ein kleineres nehmen, ein größeres, was ihr gerne möchtet. Meins ist hier extrem groß. Dann habe ich hier so einen Backrahmen. Und darin verteile ich jetzt einmal den Teig. Ihr könnt so einen kleinen Handroller nehmen oder von Hand ausbreiten. Dürfte eigentlich gar nicht mehr kleben. Also bei mir klebt es jetzt nicht, aber ich finde es ein bisschen angenehmer, wenn ihr ganz wenig Mehl drauf macht. Wie gesagt, ich mache es jetzt gerne von Hand. Ihr könnt aber auch so einen kleinen Teigroller nehmen. So, wenn ihr dann den Teig ausgerollt habt, meine hat jetzt ungefähr die Maße
ist 26 mal 38. Dann lasse ich den jetzt nochmal zugedeckt, so circa 30 bis 45 Minuten lang ruhen. Das kommt immer drauf an, wie warm ihr es gerade in der Küche habt. Also wie gesagt, er muss nochmal schön aufgehen, so circa 30 bis 45 Minuten. Bei mir hat jetzt der Kuchen genau 30 Minuten gebraucht, um aufzugehen. Das seht ihr daran, dass es dann das Volumen wieder verdoppelt hat fast. Und jetzt gehe ich hin und mache einfach mit dem Finger ganz viele kleine Mulden hinein. Wenn der schön aufgegangen ist, dann geht das eigentlich perfekt. Hier habe ich jetzt 150 Gramm stückige Butter. Die gebe ich da jetzt einfach so da rein. Den Backofen habe ich jetzt vor 10 Minuten auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Als nächstes gebe ich dann Mandelblätter hinzu. Ich habe gedacht, mein Mikro wäre aus. Insgesamt 100 Gramm. So. Und 70 Gramm Zucker drüber streuen. Gleichmäßig, wenn es funktioniert. Jetzt wisst ihr auch, warum der Kuchen so lecker schmeckt. Nichts für eine Diät. Und der kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze. Ich schätze mal für so 20 bis 30 Minuten, aber die genaue Backzeit verrate ich euch. Nochmal 60 Gramm Zucker. Die genaue Backzeit verrate ich euch am Ende. Für den fertigen Butterkuchen wusste ich jetzt nicht, welchen Guss ich euch zeigen werde. Ich habe mich jetzt spontan für den Puderzuckerguss mit Frischkäse entschieden. Dazu benötigt ihr einmal 150 Gramm Puderzucker, ungefähr 3 Esslöffel Zitronensaft, 3 Esslöffel Milch, 1 Esslöffel Frischkäse. Den Frischkäse habe ich mit der Milch hier schon mal etwas angerührt und jetzt nehme ich erstmal die Zitrone mit dem Puderzucker und gebe das jetzt erstmal hinein, immer so peu à peu. Ihr braucht ungefähr 3, ja vielleicht auch 4 Esslöffel Zitronensaft. Rührt euch das so langsam nach und nach erstmal an. Die andere Variante wäre, nach dem Backen des Butterkuchens einfach mit frischer Sahne, ca. 200 Milliliter, einfach drüber gießen im heißen Zustand und dann auskühlen lassen. Wenn ihr dann Puderzucker mit Zitronensaft einigermaßen verrührt habt, das darf ruhig dickflüssig sein, nicht zu dünn, rührt ihr wie gesagt den Frischkäse mit der Milch einmal noch mal kurz grob um und das gebe ich dann zum Puderzucker hinzu. Das wird jetzt miteinander einmal gut vermengt. Das wird jetzt ebenfalls klümpchenfrei verrührt. Mein Kuchen hat jetzt genau 22 Minuten gebraucht. Der ist schön goldgelb gebacken. Wie gesagt, ihr könnt ja 2 verschiedene einen Guss drauf machen. Wir haben ja jetzt gerade den Zitronenguss mit Puderzucker angerührt. Ja, der Ofen piept. Oder jetzt habe ich den noch, ist der noch heiß. Ihr könnt jetzt hier drauf 200 Milliliter Sahne drüber gießen, dann wird er richtig schön saftig. Das ist Guss Nummer 1. Aber wir lassen den jetzt ein bisschen auskühlen und dann kommt dann der Puderzuckerguss da oben drüber.
Und wenn er dann etwas abgekühlt ist, geben wir dann den Guss drüber, der schön saftig wird. Und dann entferne ich den Backrahmen. Dann kann man ihn endlich genießen. Dann zeige ich euch mal den Anschnitt. Der ist so richtig schön fluffig. Für mich muss Butterkuchen genau so sein. Schaut mal. Ist der nicht fluffig? Einfach köstlich. Probiert das Rezept aus. Schreibt mir in den Kommentaren, wie er euch gefallen hat. Und denkt dran, Support ist kein Mord. Ein Klick auf Daumen nach oben tut auch nicht weh. Und gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Rezepte mehr von mir. Einen guten Appetit, bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.